Mein Schatz. Ja, hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und hier steht wirklich mein Schatz. Denn ich muss sagen, ich liebe Tauchsägen einfach, weil das ist ein sehr unterschätztes Werkzeug und für mich der Grundstock einer jeden guten Werkstatt, zumindest wenn sie Holz bearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe richtig Lust gehabt auf das Video. Ihr auch, ihr habt ganz viele Kommentare auch geschrieben. Bitte testet mehr, macht und tut, nehmt auch mal eine Makita, eine Maffel und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute hier alle 5 Geräte und auch, weil ich sie endlich hier haben wollte, ja, also alle 5 Geräte hier zusammen in einem großen Test. Ich werde für euch alle Sägen quasi optisch, verbal und vielleicht auch ein bisschen physisch auseinandernehmen und hinterher wisst ihr auf jeden Fall, welches für euch das richtige Gerät ist. Und da wir uns ja nicht lumpen lassen, natürlich wie immer, wollen wir auch etwas verlosen. Und zwar heute ist hier die Makita Tauchsäge. Und alles, was ihr tun müsst ist, und ich denke, jeder von euch hat doch schon mal eine Tauchsäge in der Hand gehabt, bitte teilt uns doch mal eure Erfahrungen mit. Und wenn ihr diese Geräte hattet, schon auf jeden Fall auch die Erfahrung zu genau diesen Geräten. Ich freue mich über dieses Video und ich freue mich extrem, dir gleich alles, was mir aufgefallen ist, zu den Geräten zu erzählen. Übrigens auch haben wir das Thema Führungsschienen hier und du wirst nachher auch wissen, welche Maschine hier auf welches Führungsschienensystem passt und welche Besonderheiten es auch noch gibt. Jetzt aber ist die Frage, wenn du Tauchsägen noch gar nicht kennst, warum eigentlich eine Tauchsäge? Was ist der Hauptunterschied zu einer Handkreissäge? Bei Handkreissägen ist es ja so, die kann man auch in der Tiefe einstellen und dann können sie ja genauso sägen. Aber Handkreissägen sind per se erstmal nicht ganz so genau wie Tauchsägen. Aber das Hauptproblem ist, ihr stellt sie auf eine Tiefe ein und in der Tiefe könnt ihr dann sägen. Ihr könnt aber seid nicht so variabel wie mit einer Tauchsäge und es geht nicht so schnell und eigentlich auch elegant. Wenn ihr hier eine Tauchsäge euch anschaut, ist es hier so, dass das Sägeblatt auch komplett geschützt ist. Dann können wir hier auf einen Knopf drücken. Und dann taucht das Ganze hier nach unten. Ihr könnt das an jede beliebige Stelle hier arretieren und dadurch könnt ihr auch natürlich entsprechend tief oder weniger tief sägen. Und ein großer Sicherheitsfaktor für mich ist auch, wenn eine Tauchsäge hier mir aus der Hand fällt, dann fällt das hier runter. Und in dem Moment ist das Blatt sofort geschützt. Das finde ich ein sehr wichtiger Fakt. Deswegen mag ich Handkreissägen auch nicht so gern. Heute verlosen wir also wieder unter allen Kommentatoren diese Makita. Und ich bin ungemein gespannt über eure Erfahrungen von diesen Sägen. Weil das für die anderen auch sehr wichtig ist. Weil ich habe hier eine Menge Erfahrung gesammelt schon mit den Sägen und mit dem Thema Tauchsäge an sich. Aber deine Erfahrung ist natürlich auch sehr wichtig. Also schreibt die doch bitte mal unten in die Kommentare. Davon haben am Ende alle was. Und wenn du noch kein Abo hast, dann unbedingt jetzt kostenlos abonnieren, denn dann verpasst du kein Video und vor allem keine Verlosung mehr. Ich habe euch ja schon oft gesagt, wir haben hier den Kampf der Giganten, aber heute bin ich wirklich aufgeregt, weil wir haben sie ja alle hier. Wir haben sie alle, ja, alle großen Gladiatoren in einer Arena und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier die TS55 REBQ von Festool. Hier haben wir auch Dewalt und zwar die DWS 520. Dann die Maffel, sagt man nicht Maffel oder Maffel? Schreibt es mal unten in die Kommentare oder redet einfach mal in die Kommentare. Also hier haben wir die MT55CC von Maffel. Dann haben wir Makita SP6000 und zum Schluss auch die gut bekannte Bosch GKT 55GCE. So, ich nehme jetzt für euch immer ein Thema vor und zeige euch die Besonderheiten von Gerät zu Gerät. Als erstes kommt das Thema Tauchen und Spaltkeit. Schauen wir uns mal zuerst die Festool an, die TS55. Übrigens, das ist meine private Säge, die ich seit 5 Jahren habe. Wenn euch meine Erfahrungen interessieren mit der Säge, das verlinke ich euch mal hier oben. Wir haben hier also eine Tauchsäge. Jetzt möchte ich euch mal von allen die Tauchfunktion zeigen. Und zwar, ihr könnt hier drauf drücken und dann fällt das Ganze hier nach unten. So sieht
Sie taucht also, indem sie hier so nach unten fährt. Wir werden gleich sehen, eine Säge macht das ein bisschen anders. Ganz wichtig ist hier, wir haben hier also das Sägeblatt und die Tiefe messen wir auch noch gleich von allen Sägen nebeneinander, aber das machen wir gleich erst. Wir haben hier einen Spaltkeil, der ist versenkbar. Das heißt, ihr könnt ihn hier anfassen und ihr könnt ihn entsprechend hier nach oben führen und er hilft euch natürlich ungemein, um in der Spur zu bleiben. Wir haben hier die Dewald und die hat einen ganz anderen Tauchmechanismus. Schaut mal hier. Ja, die taucht nicht nach unten, sondern schräg nach vorne. Ich möchte das mal im Detail zeigen. Jetzt siehst du hier, wie das Ganze ohne den Schutz aussieht. Und das Ganze musst du natürlich nicht abbauen, auch nicht für den Sägeblattwechsel. Ich wollte es nur für dich hier jetzt mal zur Demonstration machen. Und zwar, schau mal hier, jetzt sieht man das wunderbar, wie das Ganze nach vorne gleitet. Es ist also kein Kippen wie bei allen anderen Sägen, sondern so ein Gleiten nach vorne. Es ist extrem robust, es ist sehr gut gemacht, da kann man gar nichts sagen. Schreibt vielleicht unten mal in die Kommentare, was ihr glaubt, warum Dewald das hier anders gebaut hat. Würde mich interessieren, habe ich jetzt noch keine richtige keine Antwort drauf. Es funktioniert genauso wie die anderen Sägen nachher in der Benutzung. Übrigens hier ganz interessant, seht ihr hier auch einen Spaltkeil, der auch wie bei der anderen Säge auch einfahrbar ist. Hier haben wir die Muffel. Schlag mich bitte nicht, falls ich den Namen falsch ausspreche. Hier haben wir ganz klassisch auch die Bewegung nach unten einfach und ihr seht, hier ist kein Spaltkeil vorhanden. Jetzt schauen wir uns mal Makita an. Makita macht es genauso. Sie fährt einfach auch gerade so nach unten, wie die meisten anderen Geräte auch und hat auch keinen Spaltkeil. Hier jetzt die Bosch GKT 55, die auch ganz klassisch hier nach vorne schwenkt. Das Sägeblatt schaut raus und wir haben hier keinen Spaltkeil. Übrigens zu der Säge gibt es auch ein separates Video, wo ich nur diese Säge vorstelle. Das seht ihr hier oben und wir haben auch noch ein Video, wo diese beiden hier verglichen werden. Jetzt hast du gesehen, wie die Geräte eintauchen und ich zeige dir nachher auch wirklich einen Tauchvorgang in Holz, in eine Küchenplatte, was so der Standard-Anwendungsfall hier eigentlich ist. Aber was du gesehen hast, ist, dass wir hier schon einen starken Unterschied hatten. Dieses Gerät führt sich anders, also führt das Tauchen anders und vor allem diese beiden, die hatten einen Spaltkeil, diese drei haben keinen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Moment, jetzt ist die Reihenfolge der Geräte hier anders und zwar, rate mal warum, vielleicht fällt hier ein, was könnte der Grund sein, das ist ganz einfach, ich habe das Ganze hier mal nach Preis sortiert. Schauen wir uns mal das Ganze hier auch preistechnisch an. Und zwar haben wir ein sehr unterschiedliches Testfeld. Und zwar kannst du hier zwei von den Geräten kaufen oder also zwei Makita oder ein Muffel. Und das ist natürlich schon ein recht großer Unterschied. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier, die Preise unterscheiden sich natürlich auch immer so ein bisschen, aber wir haben hier grob 300 €. Bei Makita sind hier bei Dewald und Bosch so in der 350 € Klasse. Hier gehen wir dann schon oder springen wir dann schon recht stark Richtung 500 € und hier springen wir schon auf 600 € zu. Das heißt, wir haben hier ein sehr großes Gefälle im Preis und bitte habt das immer im Hinterkopf. Wenn du jetzt schon ein Gerät wirst du ja wahrscheinlich schon so ein bisschen favorisieren, hab immer auch den Preis im Hinterkopf, wenn wir jetzt gleich in die Details gehen. Das absolut wichtigste Utensil für eine Tauchsäge ist natürlich die Führungsschiene. Das weißt du, das weiß ich und deswegen zeige ich dir das Ganze mal hier. Und wir haben hier drei verschiedene Systeme. Einmal das System, was Makita und Festool benutzt, mit einem etwas breiteren Steg hier außen. Dann haben wir ein System von Dewald mit einem großen Steg hier in der Mitte und das System, was Bosch und Muffel benutzt, mit hier vor allem der Führung hier an der Seite. Ganz kurz nochmal von der anderen Seite. Hier siehst du auch, dass das Ganze von unten gummiert ist. Und zwar haben wir hier eigentlich nur diese Gummifläche hier an der Seite und hier, ja, bei dem System. Hier sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier haben wir eine große Auflagefläche an der Seite und so weiter und so fort. Und bei Makita und Festool haben wir das auch hier entsprechend an der Seite. Das ist natürlich entscheidend, wie satt das Ganze auf dem Holz aufliegt und dass das Ganze nicht verrutscht. Weil das Thema Führungsschiene so wichtig ist, zeige ich dir jetzt, welches dieser Geräte auf welche Führungsschiene passt. Und genau aufpassen, es gibt ganz wichtige, kleine, aber feine Unterschiede. Und eines der tollsten haben wir hier auch schon bei Makita. Natürlich passt die Makita-Säge super hier auf die Schiene drauf. Und schau mal hier, wir haben hier einen kleinen wichtigen Schalter. Und zwar kann man das machen. Einschalten und dann ist die Säge erstmal hier arretiert und dann passiert Folgendes, wenn man hier 45 Grad Schnitte macht. So, dann muss man normalerweise bei allen anderen Sägen die Säge hier ein bisschen mehr festhalten und die arretieren. Hier
hält sie komplett von selbst, weil sie hier in dieser in der Falz hier eingespannt ist. Finde ich ein mega Feature und finde ich super, um entsprechend so arbeiten zu können. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir können die Säge auch wunderbar hier auf die Festool-Schiene drauf tun und auch hier benutzen, aber das funktioniert hier nicht, weil hier fehlt einfach die Nut. Jetzt haben wir hier die Festool und natürlich passt sie perfekt auf die Festool-Schiene und ich zeige dir mal, wie schön das Ganze hier gleitet. Herrlich, oder? Und natürlich passt sie auch wunderbar hier auf die Makita-Schiene. Hat natürlich jetzt hier keinen Hebel zum Arretieren, aber herrlich. Jetzt schauen wir uns mal Bosch Muffel an und dafür brauchen wir gleich hier ein Power-Tool und bauen die doch gleich mal um. Und schon können wir das beides hier abnehmen. Und schon wird daraus ein wahres Multitalent. Beide Sägen sind ein echtes Multitalent, aber erst einmal, natürlich passt die Muffel wunderbar auf diese Führungsschiene und die Bosch auf diese Führungsschiene, aber sie sind natürlich auch austauschbar. Ja, sie passt hier genauso und diese passt hier natürlich genauso, weil die Führungsschienen exakt identisch sind und die Aufnahmen unten auch identisch sind. Jetzt haben wir aber noch den Vorteil, dass dieses Gerät hier auch auf dieser Schiene hier passt. Das heißt, man kann auch mit der Muffel auf dieser Führungsschiene arbeiten, also auf der Festool-Schiene oder auch auf der Makita-Schiene. Und genauso geht das jetzt natürlich auch mit Bosch. Auch die Bosch-Maschine kann hier auf der Festool-Schiene laufen oder auf der Makita-Schiene. Zum Schluss haben wir die Dewalt und auch hier einen besonderen Clou. Wir haben hier eine recht besondere Führungsschiene mit der Schiene entsprechender Führung hier in der Mitte. Entsprechend können wir das Ganze hier so führen, aber wir können die Säge hier drehen und können die Schiene auch von beiden Seiten also benutzen. Das finde ich irgendwie witzig, oder? Und auch mega praktisch. Jetzt zusätzlich kann man auch diese, und ihr seht das hier schon, hier an der entsprechenden Führung, du kannst hier in der Mitte das Ganze nutzen und hier an der Seite und dann passt das Ganze auch hier auf Festool oder Makita. Noch zwei wichtige Anmerkungen zum Thema Schienen. Für alle verschiedenen Systeme gibt es natürlich auch Zwingen, um das Ganze am Werkstück festzumachen. Man kann das hier einfach einfügen, zum Beispiel bei Festool. Hier hat man das Werkstück dazwischen und dann kann man das Ganze einzwingen. Das gibt es für jedes System, alles vorhanden, entweder als Einhandzwinge oder als Zwinge zum Drehen. Eine ganz wichtige Sache ist, wie gut liegt das Ganze eigentlich auf und wie gut ist es gegen Verrutschen geschützt. Hier bei dem System habe ich ein etwas schmaleres Band hier, hier und hier. Das hier ist das Muffel-System, hier ist das Bosch-System. Hier bei Makita und also hier bei Makita und Festool haben wir so ein Moosgummi, der sehr breit ist und wo das Rutschen extrem gehemmt ist. Also ich finde das persönlich sehr gut und auch hier bei Dewalt haben wir recht breit diesen Moosgummi, der gegen Verrutschen hilft. Alle Sägen haben übrigens dieselbe Möglichkeit. Man kann das Ganze hier an diesen Schrauben entsprechend einstellen, damit die Sägen perfekt gleiten. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Ganz viele sind irritiert, wenn sie das erste Mal eine Führungsschiene in der Hand haben und eine solche Säge. Das passt ja gar nicht. Und zwar, die Säge schlägt ja immer auf das Gummi. Hier ist es ganz einfach, du musst diese Säge einsägen, diese Schiene einsägen. Ich zeige das mal. Guck mal hier. Also jetzt haben wir das Sägeblatt und das Ganze trifft hier auf das Gummi auf. Ja, hier sieht man, das ist direkt jetzt im Gummi drin, weil das noch nicht eingesägt ist. Das machen wir nämlich gleich erst. Kommen wir mal ganz einfach zu den schnöden Zahlen, Daten und Fakten. Hier bei Makita haben wir in Summe 1300 Watt. Bei Bosch haben wir 1400 Watt, bei Muffel haben wir 1400 Watt, Festool 1200 Watt und Dewalt auch 1300 Watt. Alle sind übrigens in der Geschwindigkeit regelbar, wie hier hinten beim Dewalt. Und zwar gehen wir das auch mal schnell durch. Hier haben wir 1750 bis 4200 Umdrehungen. Bei Festool haben wir 2000 bis 5800 Umdrehungen. Bei Muffel haben wir 3600 bis 6250. Bosch auch 3600 bis 6250. Sind schon ziemlich ähnlich hier die beiden. Und dann haben wir noch Makita mit 2200 bis 6400 Umdrehungen. Die Regelung der Geschwindigkeit ist übrigens sehr wichtig. Je nach Werkstück muss man natürlich das Ganze auch auf langsam oder auch auf schnell stellen. Alle die Geräte hier sind stufenlos einstellbar.
Hast du vielleicht schon einen Favoriten, welches Gerät ja für dich jetzt am meisten in Frage kommt? Dann schau mal unten in die Infobox bzw. in die Videobeschreibung, das ist ja dasselbe, welches Gerät ich hier wirklich in der Hand habe. Denn es gibt kleine, aber feine Unterschiede. Zum Beispiel hier bei Festool gibt es eine Maschine, die ich hier habe, die TS55 REBQ. Es gibt aber auch eine Maschine, die TS55 EBQ. Und der Unterschied zwischen den beiden Maschinen ist folgendes. Eine hat einen sogenannten Sanftanlauf und die Konstantelektronik, das andere Gerät nicht. Und die Sache, die du auf jeden Fall haben möchtest, ist ein Sanftanlauf und eine Konstantelektronik. Die übrigens beides, also Sanftanlauf und Konstantelektronik, haben alle Geräte, die hier sind. Deswegen ganz wichtig, dass du nicht versehentlich ein falsches Gerät nimmst, denn die Konstantelektronik sorgt dafür, dass das Sägeblatt sich immer mit der richtigen Geschwindigkeit dreht. Der Sägeblattwechsel ist übrigens bei allen Geräten fast identisch. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Ihr habt bei allen eine ähnliche Arretierung wie hier. Könnt es arretieren, dann das Sägeblatt an die Position einspannen, dann haben wir hier eine entsprechende Schüssel und können dann hier das Sägeblatt wechseln. Aber, ich hätte gesagt, es gibt eine Ausnahme. Maffei macht es ein bisschen anders. Ich demonstriere das mal kurz. Weil es so schön ist, möchte ich es nochmal im Detail zeigen. Wir haben hier einen Knopf und dann drückt sich das hier rein. Zack, dann kann man hier das entsprechend, das arretiert auch, kann man das jetzt hier hochdrücken. Und schon geht das Ganze auf. Und dann kann man hier entsprechend das Sägeblatt wechseln. Der Vorteil hiervon ist, im Zweifel kann man es hier auch entsprechend aussaugen und mal sauber machen. Ich möchte ganz kurz auf das Thema Sicherheit eingehen. Da gibt es zwei Themen. Und ihr kennt das wahrscheinlich, vor kurzem ist einem anderen YouTuber Folgendes passiert. Die Säge ist zurückgeschlagen und er hat sich so ein bisschen auch in die Hand gesägt. Das ist kreuzgefährlich und sollte auf keinen Fall passieren. Und dementsprechend achtet beim Thema Tauchsäge immer genau auf eure Hände und was ihr damit macht. Es gibt für die Führungsschienen sogenannten Rückschlagstopp übrigens, den man sich kaufen kann, dran machen kann. Aber ganz wichtig eigentlich für genau die Situation ist, habt beide Hände an der Maschine. Nämlich genau dafür ist dieser Griff da. Ihr haltet die Maschine normalerweise so, dass ihr sie hier mit der Hand haltet und dann entsprechend führt. Dementsprechend seht ihr hier, haben wir auch entsprechend den Griff. Wir haben hier drüben bei Festool den Griff und wir haben auch hier den Griff bei Dewalt. Das hier irritiert mich, weil hier fehlt der zweite Handgriff. Ich kann diese Maschine also nur mit einer Hand führen und auch hier festhalten. Das ist keine Alternative. Wenn ich es dann eingetaucht habe, geht das nicht mehr. Und das muss ich sagen, finde ich irgendwie nicht richtig gut. Ein entscheidender Faktor an den Sägen ist natürlich, wie tief können Sie eintauchen, beziehungsweise welche Materialstärke können Sie eigentlich sägen. Denn hier können schon 1 bis 2 Millimeter entscheidend sein. Gerade wenn es um das Thema Echtholz geht, da hat man oft Bohlen, die sind so 55 mm und da entscheidet sich das schon, komme ich denn nochmal durch oder komme ich dann nicht durch, wenn sie vielleicht 56 mm dick sind und so aus dem Werk kommen. Übrigens, alle Geräte hier haben einen Sägeblattdurchmesser von 165 mm, außer Festool, dort sind es nur 160 mm. Und jetzt wollen wir doch mal nachmessen, wie tief kommen sie eigentlich, und dazu habe ich hier mal was vorbereitet und hier schauen wir uns jetzt mal genau an, mit und ohne Führungsschiene, wie tief kommen sie ins Material. Ich habe jetzt mit meinem Hightech-Werkzeug mal das Ganze ausgemessen und hier sehen wir die Ergebnisse. Die sind schon ganz interessant. Schaut mal, diese beiden Geräte hier haben ein sehr ähnliches Gehäuse und trotzdem sind die Tiefenverhältnisse schon unterschiedlich, die wir jetzt hier gemessen haben. Dann haben wir den Makita, der hier so gut im Mittelfeld mitspielt, haben Festool mit 50 bzw. 54, obwohl das Sägeblatt hier ja 5 mm kleiner ist als für den anderen Sägen. Und der absolute Kracher ist natürlich Dewalt mit 55 mm, oben ist immer mit Schiene und 60 mm ohne Schiene. Man kann mit diesen Sägen natürlich nicht nur 90 Grad sägen, sondern halt auch natürlich 45 oder mehr Grad sägen. Und somit kann man hier den Winkel einstellen und hier gibt es einige Besonderheiten. Das beste Modell aus meiner Sicht ist übrigens hier die Muffel. Da kann man das Ganze super einfach und schon sehr speziell einstellen. Nämlich hier ist es erstmal so, dass man das Ganze von minus 1 Grad bis 48 Grad einstellen kann. Das ist übrigens ganz einfach. Minus 1 Grad habe ich hier erstmal die Säge, wenn ich so einfach hinstelle, ist sie auf 0 Grad und dann kann ich Folgendes machen.
und dann fällt sie einfach auf 1 Grad runter und ich kann damit Hinterschnitte machen. Super einfach gemacht. Ansonsten ist es so, dass man hier normalerweise ja hier und hinten die Möglichkeit hat, das lose zu drehen. Muss ich hier nicht, sondern ich kann das einfach hier entsprechend lösen. Und dann schaut mal hier, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze festzumachen. Da wird nämlich vorne und hinten gleichzeitig mit derselben Mutter gespannt. Finde ich mega clever gemacht. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze hier variabel einzustellen. Hier ist auch für 22,5 Grad nochmal extra gezeigt. Und dann kann ich hier auf einen Knopf drücken. So, und dann kann ich auch entsprechend hier bis 48 Grad das Ganze ausfahren. Da wir gerade dabei sind, hier kann man entsprechend die Tiefe einstellen. Das Ganze ist variabel einstellbar, dass ich das einfach hier hinstellen kann, wo ich möchte. Und man hat hier auch die Anzeige für mit und ohne Führungsschiene. Eine kleine wichtige Sache ist übrigens noch dieser Knopf hier. Ich habe hier die Möglichkeit, das einzustellen, dass die so eine Anritzfunktion, damit fährt das Sägeblatt nur eine gewisse Tiefe raus, stoppt dann hier an einer bestimmten Stelle, so hier. Und dementsprechend kann ich Material vorritzen und wenn ich sage, okay, ich habe die Oberfläche erstmal angeritzt und möchte jetzt in die ganze Tiefe gehen, kann ich es abschalten und dann kann ich wieder die volle Tiefe erreichen. So, hier bei Makita haben wir auch ein paar kleine Besonderheiten wieder. Um das Ganze auf minus 1 Grad zu stellen, haben wir auch hier die Möglichkeit, einfach reindrücken und dann fällt die Säge auch entsprechend wieder runter. Was wir hier aber machen müssen, ist folgendes, dass wir hier auf der Seite und auf der Seite, hier sehen wir es auch nochmal, die Schraube lösen müssen, wenn wir das Ganze verstellen wollen. Kein Beinbruch, aber sollte man wissen. Ansonsten haben wir hier eine schöne Funktion, die keine andere Säge hat. Wir können die hier auf 22,5 Grad stellen. Dann arretiert sie hier entsprechend. Ja, dann können wir sie wieder festdrehen und dann haben wir es sofort eingestellt, ohne dass wir hier nochmal alles nachlesen müssen. Was wir noch machen können, ist das Ganze hier entsprechend umzulegen, diesen Schalter hier Ganze nach hinten umzulegen und dann kommen wir hier auch auf 48 Grad. Die Tiefeneinstellung hier ist übrigens wenig spektakulär. Man kann das Ganze einfach hier einstellen und auch stufenlos dann nach oben und unten bringen. Ähnlich wie eben bei der anderen Säge gezeigt, hat man auch hier die Möglichkeit, das Sägeblatt zu arretieren. Auch Bosch kann von minus 1 bis 48 Grad das Ganze einstellen. Auch wenn es mit der Muffel sehr ähnlich ist, haben wir hier ein paar andere Funktionen. Wir haben hier übrigens auf beiden Seiten auch wieder die Arretierung, die man entsprechend lösen muss. Und hier hat man aber für minus 1 Grad hier einen Knopf, da drückt man drauf. Und dann kann man das Ganze hier auf minus 1 Grad runtersetzen und hat dann die Möglichkeit, Hinterschnitte zu machen. So, die andere Sache ist natürlich hier auf der Vorderseite das Ganze lösen und schon können wir das Ganze hier entsprechend nach oben bringen. Jetzt wollen wir auch wieder größere Schnitte machen als 45 Grad, auch wieder hier ein Knopf und dann kommen wir hier auch auf 48 Grad. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Ganze einzustellen, stufenlos auch wieder einzustellen, von oben nach unten und auch hier wieder die Möglichkeit zu sagen, mit Führungsschiene oder ohne. Beziehungsweise mit Führungsschiene und jetzt aber ohne. Bei Festool haben wir eine Winkeleinstellung auch von minus 1 Grad, aber hier bis 47 Grad. Und hier ist es auch so, auf beiden Seiten muss man das Ganze arretieren bzw. lösen. Und hier ist der Spezialknopf hier hinten auf der Rückseite. Wenn ich ihn ziehe, dann fällt sie auch, jetzt hat man es gar nicht richtig gesehen, aber dann fällt sie auch auf minus 1 Grad runter. Man hört es auch jetzt wieder arretiert. Und das Ganze, wenn ich es hier gelöst habe, kann ich es entsprechend verstellen. Komme hier auch wieder bis 45 Grad. Jetzt wieder den hinteren Knopf ziehen. Und dann komme ich entsprechend ganz bis zum Ende, bis 47 Grad. Die Tiefeinstellung mache ich hier über diese Funktion. Die muss ich hier ein bisschen reindrücken und dann kann ich das Ganze hier auch entsprechend leicht gerastert verstellen. Hier ist es anders gelöst. Hier sehe ich auch mit Führungsschiene. Kommt die Säge so tief, ohne Führungsschiene landen wir da. Hier haben wir noch die Möglichkeit der Feinjustierung. Kommen wir auch schon zur letzten, jetzt machen wir es schnell. Auch hier minus 1 Grad bis 47, weil es hier nicht weiter erwähnenswert ist. Auch hier entsprechend die Schrauben lösen, dann das Ganze hier hochklappen. Hier ist kein großer Mechanismus mit Ziehen, Klappen und so weiter. Dann haben wir hier auch die Verstellung der Tiefe. Das Ganze, man kann es hier lose drehen und hier auch stufenlos das Ganze verstellen. Und dann hat man auch schon die Tiefe. Die Sägen heißen ja Tauchsägen, damit sie halt auch Tauchschnitte machen können. Und dazu haben sich hier an der Seite jeweils eine Markierung übrigens. Jedes Gerät hat das hier und ich zeige euch das jetzt einfach nur mal bei Bosch. Wir haben hier eine Markierung und hier eine Markierung und da sieht man genau, hier zwischen läuft das Sägeblatt. Nach der ganzen Sabelei kann ich aber jetzt endlich mal sägen. Ich habe hier eine Fichtenbohle, 4 cm und die will ich jetzt einfach mal mit allen Maschinen längs kürzen.
Ich hoffe, dir hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Sägen. Weil ich muss sagen, mit Tauchsägen zu sägen ist jedes Mal, wirklich jedes Mal ein Erlebnis. Und hier vor allem die verschiedene Charakteristik der verschiedenen Sägen hier so nochmal auszuprobieren, hat richtig Spaß gemacht. Kurz vom Gefühl her, erst einmal das Thema Absaugung. Alle 5 Geräte, würde ich sagen, haben fast identisch abgesaugt. Also die Unterschiede waren eher marginal. Ich habe das Gefühl, bei Makita war die Absaugung noch am besten, aber vielleicht war es auch nur ein ganz kleines Gefühl. Ansonsten ist da ja wie immer bei diesen Sägen kaum etwas bei rausgekommen. Man hat übrigens hier bei dem Gerät zum Beispiel noch die Möglichkeit, das Ganze hier runterzufahren. Dann ist die Absaugung noch mal ein bisschen besser. Also gibt es noch mal so Kleinigkeiten an den Geräten. Aber im Großen und Ganzen saugen die alle super ab. Wie war das Sägegefühl? Ganz interessant. Es war bei allen ein ganz klein bisschen anders. Wo war das Gefühl vielleicht am besten? Bei Muffel war das so, da habe ich das Gefühl gehabt, da war das Gefühl eigentlich super und dann habe ich immer gedacht, was macht die andere Hand? Also dann, ich fühlte mich dann super beim Sägen, aber unsicher in der Handhabung. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber vielleicht, wie ist eure Meinung? Sägt man einhändig oder wozu ist der Griff hier? Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, warum hier der zweite Griff fehlt. Auf jeden Fall war das Sägeerlebnis hier schon super, aber auch bei Makita, Festool, Bosch. Bei Dewald hat es am längsten gedauert durchzukommen, aber man muss auch immer sagen, es kommt auch auf Sägeblatt an. Jetzt müsste ich theoretisch für den Test auch alle Sägeblätter hier auf allen Sägen, außer bei Festool jetzt drauf benutzen. Sei es drum. Also alle Sägen und alle Sägen auch gut. Auch vom Gefühl her gut. Ich war sehr erstaunt über die Makita, weil die hat recht schnell durchgezogen im Verhältnis zu den anderen und ist halt auch relativ leise, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt aber die Frage, was ist jetzt dein Liebling? Sag mir das doch bitte mal, beziehungsweise, also schreib es unten rein, wenn du ein bisschen mehr zu sagen hast oder ein bisschen mehr Erfahrung hast, oder mindestens hier oben abstimmen, weil ich möchte unbedingt wissen, was eure Rangliste ist, ja, wo ihr sagt, das ist das Beste, Zweitbeste, Dritte und so Vierte von allen Zuschauern. Das wäre wirklich super, wenn ihr das macht. Da oben bitte abstimmen. Jetzt nochmal die Frage, gebe doch mal auf die einzelnen Sägen besser gesagt an. Ich möchte mal einmal ganz kurz durchgehen, weil sie sind schon sehr unterschiedlich und man muss immer Preis-Leistung dazu sehen. Wir haben hier die Makita. Makita, ein rund 300 Euro Gerät. Stark, durchzugsstark, ja, und ohne viel Schnörkel dran und drum. Eine ganz wichtige Sache, die ich super finde, ist das Arretieren hier an der Schiene gewesen. Da müsst ihr dran denken, wenn ihr öfter Winkelschnitte macht, ist das vielleicht auch eher euer Gerät und das hat schon Spaß gemacht mit der. Muffel fand ich auch super, also beim Sägen hat die echt Spaß gemacht, bis auf den Griff, aber da sagt ihr mir noch, wie da eure Meinung ist. Der Sägeblattwechsel mega innovativ und fand ich super. Also dass man da zack, bumm ran und dann geht es auch schon los. Ja? Ansonsten auch die Verstellung hier sehr gut mitgedacht, auch von der Optik, Haptik sehr wertiges Gerät. Festool, was brauche ich euch da sagen? Ja? Ihr kennt ja meine Meinung, habe ich ja in dem Video, 5 Jahre Test hier und das ist ja auch meine Säge, euch schon gesagt, ist eine super Säge, die eine ganze Menge kann, aber wir sind ja hier schon bei 600 Euro gewesen, denkt dran hier, 300 Euro, 600 Euro, huiuiui, hier schon bei 450 bis 500 Euro. Das Gerät macht alles, was es können soll, sägt solide, auch Eiche, aber das machen auch alle anderen, macht Spaß. Bosch, ganz interessanter Mittelweg, hat eine ähnliche Form ja auch wie die Muffel und verhält sich auch relativ ähnlich, aber kostet halt nur 350 Euro. Also wer so diese Form mag, dann müsst ihr euch mal überlegen, wo die Vor- und Nachteile für euch überwiegen. Ja, auf jeden Fall habt ihr hier einen Griff dran. Und dann haben wir noch die Dewald, mit einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise das Ganze zu machen, also wie sie hier eintaucht, so der Außenseiter so ein bisschen, aber auch eine Säge, die auf jeden Fall ihren Dienst macht und Spaß macht. Für 350 Euro ist das schon ja, eine ordentliche Säge. Bei der Säge hier übrigens müsst ihr noch 2 Sachen beachten. Und zwar Nummer 1, das ist neben der Festool, ist es hier die einzige Säge, die glatt an der Wand entlang sägen kann. Ich finde, es gibt bestimmt Menschen, die sagen zum Beispiel, ich möchte Laminat aufschneiden oder. Da habt ihr hier die Möglichkeit, halt wirklich sehr eng an der Wand entlang zu sägen. Ja? Das geht mit der Bosch hier zum Beispiel nicht. Mit der Makita, mit der Festool geht das auch. Hier einfach den Splitterschutz abschrauben und dann könnt ihr auch ganz plan an der Wand entlang gehen. Das ist hier nicht möglich und hier auch nicht möglich, diesen kleinen
den kleinen Ausbruch. Also das ist, deswegen, ihr habt ja hier auch ein Gerät, Spaltkeil, eng an der Wand, macht was es soll. Wenn ihr zum Beispiel so das haben wollt und möglichst wenig vielleicht auch ausgeben, ist das vielleicht auch eher ein Gerät als die Festool. Weil hier nur die beiden haben ja auch einen Spaltkeil. Sodass ihr müsst für euch wirklich überlegen, was ist das Gerät, was die Eigenschaften hat, die ihr haben wollt. Geht jetzt vielleicht, ihr könnt natürlich auch nach Marke gehen, was eure Lieblingsmarke, ohne Frage. Aber überlegt genau, deswegen habe ich es euch ja auch so genau gezeigt, was ihr sehen könnt, was ihr nicht könnt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schreibt bitte auch unten in die Kommentare, was habe ich alles noch vergessen, weil jede von denen hat nochmal so ganz kleine Feinheiten, die man auch noch erwähnen könnte, aber dann wird das Video irgendwann ewig lang. So, ich denke mal, dann haben wir es für heute. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und sage dann ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.